Wenn ich einen Winkelschleifer in der Hand nehme, dann brauche ich so richtig viel Leistung, richtig viel Power. Darum verlasse ich mich da zu 99% auf kabelgebundene Geräte. Mit denen kann man mit viel Leistung, mit viel Kraft arbeiten. Man hat nie das Problem, dass in irgendeiner Form der Akku leer geht. Ich habe hier meine beiden Metabo-Kumpels. Hier habe ich ein neues Gerät von 3M. Der hat sogar 1900 Watt. Also da hat man richtig, richtig viel Leistung in der Hand. Ist Wahnsinn. Aber es gibt natürlich immer wieder den Fall, dass man sagt, man will draußen arbeiten, man will mobil arbeiten, man will auf einer Baustelle arbeiten und da bietet es sich natürlich an, dass man ein Akkugerät benutzt. Aber gerade wenn man mit den Geräten nicht gewerblich arbeiten will, also nicht jeden Tag damit arbeitet, dann will man natürlich auch kein Vermögen ausgeben. Und so greift man natürlich auch gerne mal zu günstigen Geräten. Ich hatte euch dafür Anfang des Jahres den neuen Parkside Akku-Winkelschleifer vorgestellt. Ich finde das Gerät nach wie vor richtig, richtig gut. Mir haben aber viele geschrieben, es gibt auch von Einhell einen Akku-Winkelschleifer und der ist wirklich auch sehr gut. Manche waren sogar der Meinung, der ist viel, viel besser als das Parkside-Gerät und darum habe ich mich dazu entschieden, mir diesen Einhell-Winkelschleifer zu kaufen. Dazu werde ich gleich noch mal kurz was sagen und werde den mal mit dem Parkside-Gerät vergleichen. Darum hier und heute Kampf der günstigen Akku-Winkelschleifer. Was lohnt sich wirklich? Wer ist wirklich besser? Sind die beiden gleichwertig? Ich habe mir das Gerät gekauft. Ich hatte bei Einhell kurz angefragt, habe gefragt, von wegen könnt ihr mir so ein Gerät mal 2 Wochen ausleihen. Ich möchte das mit einem Parkside Akku-Winkelschleifer vergleichen. Hat man abgelehnt, hat mir freundlich zurückgeschrieben, dass da keine Kontingente zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ich wollte es nicht geschenkt haben. Ich hätte es mir nur gerne mal 2 Wochen ausgeliehen. Ich kenne niemanden, der so ein Gerät hat. Darum habe ich es mir neu bestellt bei Amazon. Kosten werden wir uns natürlich gleich angucken. Punkt 2 ist von wegen, ich werde euch natürlich die Daten zeigen, werde euch das Gerät vorstellen, werde das mit dem Parkside-Gerät vergleichen. Was wir hier nicht machen, irgendwelche Datenblätter wälzen, die sind sowieso bei den Geräten nicht sehr vollständig, nicht sehr aussagekräftig. Wir werden mit den Geräten arbeiten, das heißt von wegen, wir trennen mit den Geräten Material, wir schleifen mit dem Geräten Material, wir gucken, welches Gerät deutlich mehr leistet, mit welchem Gerät man wirklich mehr und länger arbeiten kann, wie man mit den Geräten arbeiten kann, das ist für mich wichtig. Irgendwelche Daten da irgendwo und am Ende des Tages wird überhaupt nicht geschnitten, das ist für mich nicht relevant, für mich ist die praktische Arbeit relevant und das versuche ich hier abzubilden, mit welchem Gerät kann man wirklich deutlich besser arbeiten. Ich habe jetzt hier auf meinem Tisch den Einhell Akku-Winkelschleifer Axio. 18 Volt, 125 mm Durchmesser. Ich habe mir das Ganze als Set gekauft mit einem 5,2 Ampere-Stunden Akku. Und das Ganze, man sieht es hier auch, kostet 151 Euro. Ich habe mich für eine Schnellspannmutter entschieden, weil ich so diese ganz einfache normale Mutter nicht haben wollte. Und ja, es gibt da noch verschiedene andere Variationen. Es gibt kleinere Akkus, es gibt größere Akkus. Dieser 5,2 Ampere-Stunden Akku ist der bezahlbare Akku mit wirklich am meisten Leistung. Es gibt noch einen High-End-Akku, der kostet 136 Euro. Das ist für mich völlig aus dem Rahmen gefallen. Darum habe ich mich für den in der Form nicht entschieden. Das ist deutlich zu teuer. Darum bin ich einfach, wir wollten günstige Geräte testen, darum bin ich bei dem 5,2 Ampere-Stunden Akku hängen geblieben. Sowas gibt es im Vergleich natürlich von Parkside nicht. Darum ist der Vergleich natürlich so ein bisschen abweichend. Ich habe hier den Akku-Winkelschleifer, ich baue den mal zusammen. Also das heißt, ich habe mein Parkside-Gerät mit einem 8 Ampere-Stunden Akku, habe das Gerät hier mit einem 5,2 Ampere-Stunden Akku. Das Gerät hat dann also 50% weniger Akkukapazität. Das müssen wir natürlich nachher bei der Länge, wie wir mit dem Gerät arbeiten können, berücksichtigen. Aber gucken wir uns kurz die Anbauteile von dem Axio an. Wir haben hier einen Zweihand-Akku-Winkelschleifer. Das heißt, von der Größe her, vom Gewicht her kann man den problemlos auch mit einer Hand betreiben. Aber er ist von der Betriebsanleitung her als Zweihand-Akku-Winkelschleifer ausgelegt. Das ist schon aus Sicherheitsgründen. Der Griff ist leider nicht vibrationsgedämpft. Ist im normalen Betrieb auch wirklich kein Problem. Erst wenn man Schleifmittel hat, die dann da wirklich Vibration verursachen, dann wird man das merken. Aber im normalen Betrieb ist es wirklich nicht. Trotzdem wäre es wünschenswert. Wir haben hier eine Schutzhaube. Diese Schutzhaube kann ich hier stufenlos arretieren. Dieser Griff, der dabei ist, oder der Verschluss, ist so ein bisschen altbacken, das muss man natürlich sagen, hat aber den riesen Vorteil, alles was so modern ist, das leiert mit der Zeit aus, da hat man immer wieder Probleme, beziehungsweise das Parkside-Gerät
Gerät hat da wirklich einfach nur so eine Rastfunktion, die sich auch beim Betrieb verstellen kann. Das ist hier deutlich besser gelöst, ist aber von der Sache her so ein bisschen altbacken, wie gesagt. Da könnte man das ein bisschen moderner ausführen. Das kann man aber jahrelang noch nachstellen. Das finde ich da schon mal gar nicht verkehrt. Das Gerät liegt wirklich bombastisch in der Hand. Das ist vergleichbar mit dem Parkside-Gerät. Mit beiden Geräten kann man wirklich toll arbeiten. Die liegen toll in der Hand. Durch diesen bürstenlosen Motor, der wirklich sehr klein ist von der Bauform, sind die Geräte klein, handlich. Da hat sich wirklich die letzten Jahre einiges getan. Wie eben schon erklärt, habe ich mir den ganzen Winkelschleifer als Set gekauft. Dabei ist ein 5,2 Ampere-Stunden Akku und eine Ladestation. Die Ladestation braucht für den Akku zum Laden 80 Minuten, gibt der Hersteller an. Das habe ich ungefähr gemessen, von wegen das passt. Und der war nicht hundertprozentig leer. Ich habe am Ende des Videos das Ganze komplett entleert gehabt, habe ihn dann nochmal wieder aufgeladen und die Zeit habe ich dann gemessen. Da kommen wir mit 80 Minuten gut hin. Lidl hat das kleine Ladegerät, da braucht das Ladegerät, das ungefähr mit dem Ladegerät vergleichbar ist, 60 Minuten für den 4 Ampere-Stunden Akku, also ist das auch von der Performance her vergleichbar. Es gibt vom Parkside noch ein größeres Ladegerät, das ist dann aber auch wieder wesentlich teurer. Also da ist immer schwierig, das Ganze so hundertprozentig miteinander vergleichen. Kleines Ladegerät, kleiner Akku ist vergleichbar. Was mich jetzt gewundert hat, ich gucke auf den Winkelschleifer und denke, das gibt es ja nicht. Schrubben ist okay, Trennen ist nicht erlaubt mit dem Gerät. Ich habe das jetzt so ein bisschen wieder verworfen und habe ganz normal weitergemacht. Hat mich verwundert, das Gerät wird mit einer Trennscheibe dargestellt. Das Gerät wird in verschiedenen Werbebildern dargestellt, dass man da irgendwo mit einer Trennscheibe arbeitet. Ich weiß nicht, ich kann den Aufkleber nicht ganz bewerten. Man sieht den jetzt ja auch nicht auf irgendwelchen Werbeanzeigen. Ich habe den nur auf dem Gerät wiedergefunden. Das heißt, verkauft man mir hier einen Winkelschleifer, einen Trennjäger, wie man das auch gerne nennt, der am Ende des Tages gar nicht trennen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe das einfach jetzt bewusst ignoriert und habe ganz normal mit meinem Vergleich weitergemacht. Und da liegen sie das erste Mal nebeneinander, die beiden Kumpels, sehen wirklich optisch sehr, sehr gut aus. Das muss man wirklich bei beiden Geräten sagen. Mir gefällt das schwarze Modell so ein bisschen besser optisch, aber das ist sicherlich so ein bisschen die Geschmackssache. Ansonsten sehr vergleichbar. Ich habe hier 10.000 Umdrehungen Max, hier habe ich 8.500. Der Parkside ist natürlich ein bisschen das modernere Gerät, der jetzt eine Drehzahlregulierung bietet. Auch der Taster ist so ein bisschen anders von der Ausführung. Das ist sicherlich so ein bisschen Geschmackssache. Mir gefallen beide eigentlich gut. Man muss sich da so ein bisschen rangewöhnen. Ich finde es immer gut, wenn der Daumen das oben betreibt, von wegen, das ist meistens für die meisten Anwendungen, egal ob Links- oder Rechtshänder, das ist immer egal. Man kann mit beiden Händen wirklich gut das Gerät bedienen, kann die Schutzhaube hier umdrehen, kann hier irgendwo den Griff variieren. Da sind wirklich die Möglichkeiten sehr, sehr gut. Das ist die Haube, von wegen hatte ich eben schon angesprochen. Ich kann die hier bei dem Parkside-Gerät in kleinen Etappen verstellen. Das Ganze lässt sich aber nicht in der Form vernünftig arretieren. Und da hat man natürlich das Problem, wenn man irgendwo mal sehr hart arbeitet, dann kann man das Ganze auch mal verschieben, verdrehen. Das kann hier bei dem Einhellgerät, wenn es vernünftig eingestellt ist, nicht passieren. Und ich habe das Ganze ja mit so einer Schraube. Also es ist eigentlich so diese Oldschool-Lösung. Diese Schraube kann ich immer wieder nachstellen. Da werde ich sicherlich nie Probleme haben. Die Schnitttiefe ist auch immer ein sehr interessanter Punkt. Da sind beide Geräte auch wirklich sehr dicht beieinander. Bei beiden Geräten sind es ungefähr 33 mm und bei einer 125er Scheibe, die natürlich neu ist. 125er Scheibe. Ich habe für meinen ersten Schnittversuch hier einfach diese Parkside Trennscheiben genommen, habe dann später nochmal hochwertigere Trennscheiben genommen, obwohl diese Parkside Trennscheiben auch alles andere als schlecht sind. Bei dem Parkside-Gerät habe ich eine Art Schnellspannmutter montiert, habe aber zusätzlich in dem Griff immer noch einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist wirklich auch dringend nötig bei dem Gerät. Das heißt, wenn ich hier mal richtig mit der Trennscheibe arbeite, mit einer Schrubbscheibe richtig arbeite, dann zieht sich diese Schnellspannmutter schon so fest, dass ich die normal mit der Hand nicht mehr loskriege und da wirklich auch einen Schlüssel brauche. Hier bei Einhell hatte ich mich dafür entschieden, mir diese Schnellspannmutter mitzubestellen und da muss man wirklich sagen, das ist bisher so das Beste an dem Gerät. Diese Schnellspannmutter ist wirklich sehr, sehr gut. Ist vergleichbar mit denen, die ich an den Metabo-Geräten habe. Ich lade jetzt beide Akkus vollkommen und dann wird damit geschnitten und damit gearbeitet.
So, es kann losgehen. Ich habe beide Akkus geladen, beide Geräte sind startklar und es kann losgehen mit meinem ersten Schnittversuch. Es ist eine Trennscheibe gerüstet. Ich habe einen 1.4571, also einen sogenannten V4A Flachmaterialrest hier. Das ist 50 mal 15 mm. Erste kleine Herausforderung. Ich arbeite mit einem normalen Arbeitsdruck und schneide hier mit diesem normalen Arbeitsdruck ganz normal Streifen ab. 3 Streifen, 3 Trennschnitte und da gucken wir, wie so ein Gerät sich da macht. Das ist das Parkside-Gerät. Das macht das wirklich sehr vernünftig. Hatte ich ja vorher schon in Videos getestet, in Videos vorgeführt, also ist nichts Besonderes. Wir wissen, das Gerät kann das bei einem normalen Arbeitsdruck. Ich bemühe mich hier nicht zu verkanten. Das ist jetzt der Einhell-Kollege und der macht das genauso anständig. Was man hier sieht, ist, dass so ein bisschen mehr Staub entsteht. Das werden wir uns gleich nochmal näher angucken. Ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Aber an sich von wegen, man kann hier vernünftig arbeiten. Aber wie gesagt, das ist so ganz normal der Arbeitsdruck, den man so normal ausführt. Nicht besonders viel Kraft eingesetzt, sondern man lässt die Trennscheibe einfach arbeiten. Das können die Geräte, damit kann man auch so einen massiven Flachmaterial wirklich durchtrennen. Ich denke mal, der normale Heimwerker, der normale Anwender wird V4A in der Form nicht schneiden. Wenn man das hier sieht, man sieht aber oben ist so ein bisschen mehr Staub, der entsteht. Das ist die Drehzahl. Ich habe lange überlegt, von wegen, wie das kommen kann. Und das äußert sich dann auch wirklich noch in einem anderen Phänomen. Das heißt, ich habe bei dem Einhellgerät eine geringere Drehzahl. Und die geringere Drehzahl sorgt wirklich dafür, dass wenn ich hier damit 3 Schnitte jeweils ausgeführt habe, dass ich hier dann wirklich eine kleinere Trennscheibe habe. Das heißt, mit der geringeren Drehzahl hat sich die Trennscheibe deutlich stärker abgenutzt. Ist komisch, hätte ich auch in der Form nie so erwartet. Wenn ich jetzt gucke hier bei dem Einhellgerät, hat sich das Ganze auch festgezogen. Ich kann es aber normal mit der Hand lösen. Das ist ein Riesenvorteil von so einer richtig guten Schnellspannmutter. Wenn ich das bei dem Parkside-Gerät probiere, von wegen, das kann man vergessen. Kriegt man so in der Form nicht mehr los. Dafür brauche ich wirklich den Schlüssel. Ich bin da ein Riesenfan von diesen werkzeuglosen Wechsel, dass man da diese vernünftigen Schnellspannmuttern rüstet. Überall, wo ich die nicht habe, habe ich die nachgerüstet. Für meinen zweiten Versuch werde ich jetzt eine Klingsbohr-Trennscheibe nehmen. Das ist eine 1,2 mm Trennscheibe. Das ist so wirklich das Beste, was es gibt aus meiner Sicht von allen, was ich verwendet habe. Und das werde ich jetzt für die weiteren Versuche nehmen. Mal gucken, ob die auch so drehzahlabhängig sind. Beide Geräte haben einen sogenannten Softstart. Und was für mich auch interessant ist, wie schnell stoppt die Trennscheibe wieder. Softstart soll natürlich das Getriebe schonen. Der Softstart hier bei dem Einhellgerät dauert schon noch ein bisschen länger als bei dem Parkside-Gerät. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt immer angefangen, hier mit dem Gerät zu arbeiten. Ich habe mit keinem Gerät da irgendwo das Problem gehabt, bis ich dann irgendwo geschnitten habe, dass das Gerät noch nicht auf vollen Touren war. Das Stoppen dauert mir aus meiner Sicht bei beiden Geräten zu lange, weil es ist natürlich so, wenn was passiert, ich mache den Taster aus oder so, je schneller das Gerät stoppt, desto besser ist das Ganze, desto sicherer ist das für den Anwender. Ich würde sagen, da haben beide Geräte noch Optimierungsbedarf. Da gibt es Geräte im Profibereich, die schaffen das deutlich, deutlich schneller. Bosch-Geräte zum Beispiel, die stoppen ja sogar, wenn sie dir runterfallen oder so. Das ist wirklich so eine Sache, da müssten beide Hersteller noch nachbessern. Softstart oder so dauert bei Einhell länger, ist für mich aber wirklich kein Kriterium, dass ich sage, das ist schlechter bei dem Gerät. Schont das Getriebe noch ein bisschen mehr. Und wenn ich dann damit arbeiten will, in der Form ist das Ganze dann auch einsatzbereit. Wenn ich aber normal mit einem Winkelschleifer arbeite, dann will ich mit richtig Dampf arbeiten. Ich habe hier meinen 1900 Watt Winkelschleifer. Ich gebe hier richtig Vollgas und drücke mal mit aller Kraft, die ich habe. Und dann schaffe ich selbst, dieses Powergerät kurz zu stoppen. Schaffe es selbst, dass dieses Powergerät mal kurz abschaltet. Das ist natürlich auch wichtig. Das Gerät kann verkanten oder irgendwas. In irgendeiner Form, sage ich mal, müssen die Geräte dann auch einen Schutz haben, dass die Geräte dann natürlich zum Stoppen kommen. Es gibt zum Beispiel diese großen alten 230 mm Durchmesser, Scheibendurchmesser, Winkelschleifer. Die schafft man dann wirklich teilweise nicht mehr in irgendeiner Form anzuhalten. Da kann man noch so stark drücken. Damit kann man richtig im Maschinenbau oder Industrie, irgendwo Stahlbau massiv mitarbeiten. Das ist sicherlich nochmal eine andere Hausnummer, aber ich wollte mal ganz kurz demonstrieren. Selbst so ein Powergerät schafft man, dass es kurz abstoppt. Wichtig ist natürlich immer, was macht das Gerät, wenn ich es abstoppe?
Das habe ich hier. Bei dem Parkside-Winkelschleifer schaffe ich selbstverständlich auch, den anzuhalten. Mit einem normalen Arbeitsdruck, wenn ich die Trennscheibe arbeiten lasse, so wie ich das eben gemacht habe, hält das Gerät im Prinzip nicht an. Wenn ich hier wirklich mit viel Druck arbeite, dann schaffe ich es immer wieder, dass das Gerät kurz abstoppt. Ich nehme das Gerät kurz aus dem Prozess heraus und dann läuft das Gerät wieder an. Und das ist jetzt auch so ein Riesenunterschied am Verhalten der Geräte. Und da muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Für mich ist die Entscheidung da eigentlich relativ schnell klar. Das heißt, hier mit dem Parkside-Gerät, das stoppt mal, ich nehme es aus dem Prozess und arbeite weiter. Was muss ich bei dem Einhellgerät machen? Ich muss jedes Mal abschalten, muss es wieder neu einschalten. Der ein oder andere sicherheitsorientierte Zuschauer wird natürlich sagen, das ist genau richtig. Wenn so ein Gerät aus irgendeinem Grund überlastet wird, wenn es blockiert wird oder so, dann sollte man das wirklich in Ruhe kontrollieren oder so. Aber ich sage mal so, ich als Praktiker, der damit mit dem Gerät wirklich arbeiten will und versuche hier mal wirklich mit ein bisschen Kraft dieses Material durchzutrennen, der ist dann wirklich relativ schnell genervt. Also für mich ist das im Prinzip nichts und für mich ist das so ein No-Go. Aber es ist halt, wie gesagt, das Konzept dieses Gerätes und es ist ja auch Sinn und Zweck, dass man sowas vergleicht. Wenn man hier wirklich die Trennscheibe arbeiten lässt, wie man das immer so schön sagt, das ist auch das Schonendste für Gerät und auch von der Kraftbelastung sicherlich und allem. Aber wenn man hier richtig mit Dampf arbeiten will, das Parkside-Gerät kriegt man auch zum Abschalten, aber man muss deutlich mehr Kraft hier einwirken, dass man es schafft, von wegen dieses Gerät abzuschalten. Aber wie gesagt, das Gerät läuft wieder an und das Einhellgerät halt nicht. Das muss ich dann jedes Mal wirklich wieder den Taster bedienen, muss jedes Mal das Gerät wieder ausschalten, muss es wieder einschalten, kann dann erst weiterarbeiten. Da muss jeder für sich so selber die Entscheidung treffen. Das ist natürlich ein grundlegend anderes Konzept. Mir gefällt das Parkside-Konzept deutlich besser, weil das für mich als Praktiker wirklich eine Sache ist, von wegen, da kriege ich eine Macke. Kann ich also wirklich nicht mit leben. Würde ich mit dem Gerät immer auch arbeiten, aber dann auch mit dem Gerät immer nur sehr, sehr bedingt arbeiten. Wirklich immer nur, dass ich die Trennscheibe schön in Ruhe arbeiten lasse. In dem Zusammenhang auch mal kurz das Thema Akku. Akkus sind heute nicht nur reine Speicher, die steigern auch massiv die Performance von so einem Gerät. Man sieht hier zum Beispiel bei dem Parkside-Gerät 100 Ampere Entladestrom maximal. Das heißt, wenn ich einen Akku habe, der so mit so einem Gerät kommuniziert, wie das moderne Geräte machen, von wegen, dann kann das die Leistung und die Performance massiv steigern. Unterschiedliche Akkus können da unterschiedliche Leistungen bei dem Gerät hervorrufen, wenn man das mal so in Kurzform erklären sollte. Weil viele sagen immer, naja, ob ich jetzt 4 Amperestunden, 2 Amperestunden oder 8 Amperestunden nehme, das ist doch völlig egal. Die Geräte haben doch immer dann die gleiche Leistung. Das ist bei weitem nicht so. Man hat hier zum Beispiel diesen unterschiedlichen Entladestrom. Und das ist wirklich ein massiver Faktor, ob ich da 50 Ampere habe oder ob ich da 100 Ampere habe. Also da ist es so wirklich, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel bei dem Parkside-Gerät einen 4 Ampere-Stunden Akku oder einen 2 Ampere-Stunden Akku nimmt. Das sind wirklich Welten. Da hat man das Gefühl, man hat ein anderes Gerät in der Hand und ähnlich ist das sicherlich auch bei dem Einhellgerät so. Darum hatte ich mich da auch für den 5,2 Ampere-Stunden Akku entschieden. Aber zurück zu unserem Schneidtest, das heißt von wegen, das Verhalten der Geräte ist hier völlig anders, wenn ich damit arbeite. Einhell schaltet ab, muss ich dann wieder anschalten. Parkside kann ich wieder aus dem Prozess nehmen, dann läuft das Gerät wieder an. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Von den Geräten her, mit beiden kann man gut arbeiten. Das Parkside-Gerät hat aber wirklich ein bisschen mehr Leistung. Das liegt wahrscheinlich an dem größeren Akku, der hier mehr Leistung abgibt. Bei den Scheiben ist es sehr interessant. Die Scheiben von Klingspor, bei denen ist es egal, mit welcher Drehzahl ich da arbeite, das hat sich nicht verändert, komischerweise. Ich habe so ein bisschen immer gesammelt, was ich hier an Material abgeschnitten habe, habe das immer vergleichbar gehalten, von wegen, dass ich wirklich mit jeder Scheibe auch die gleichen Schnitte nehme. Vorher bei den Parkside-Scheiben hat sich die Scheibe bei dem Einhellgerät deutlich mehr abgenutzt. Ich habe hier so meine kleinen Stücke, habe das heißt hier einen mehr bisher mit dem Parkside-Gerät geschnitten, habe mit dem Einhellgerät einen weniger und das vergleiche ich natürlich, dass wir am Ende sehen können, wie viel Arbeit hat welches Gerät geleistet.
Nächster Versuch ist jetzt ein kleiner Schleiftest. Das heißt, es ist immer noch die gleiche erste Akkuladung. Ich habe jetzt hier eine Lamellenschleifscheibe, rüste ich bei beiden Geräten auch wieder die gleichen Lamellenschleifscheiben und werde damit arbeiten. Ich habe dafür folgendes Muster. Das ist ein Blech, da ist die Naht ein bisschen dick geworden. Die wollen wir mal komplett einebnen. Eine schöne Max-Schweißnaht. Ich trenne das Ganze hier in der Mitte, das heißt, zeichne mir das an. Die eine Hälfte mache ich mit dem Parkside-Gerät, die andere Hälfte werde ich mit dem Einhellgerät einebnen. Erste Gerät ist hier das Parkside-Gerät, kann man vernünftig mit einer Lamellenschleifscheibe arbeiten. Man schafft es mit sehr, sehr viel Druck, hier auch wieder die Scheibe anzuhalten. Mit normalem Arbeitsdruck, würde ich mal behaupten, hält die Scheibe in der Form nicht an. Normaler Arbeitsdruck ist natürlich bei jedem anders. Es gibt Leute, die arbeiten mit so dermaßen viel Kraft, andere von wegen, die können so einen Winkelschleifer kaum in der Hand halten. Darum, ich sehe mich so im gesunden Mittelfeld, versuche hier auch wirklich mit ein bisschen Kraft zu arbeiten, wie man das sieht. Durch die Haube ist keine flachere Arbeit hier möglich. Das ist bei beiden Geräten so. Also wenn irgendwer sagt, man muss noch mehr mit der Fläche arbeiten, das ist aber in der Form schon okay. Ich kann hier innerhalb kürzester Zeit die Naht vernünftig einebnen und gehe dann zu meinem Einhellgerät über. Mit dem Einhell-Akku-Winkelschleifer kann ich hier genauso arbeiten, kann hier wirklich auch vernünftig mitschleifen, solange der Druck nicht zu hoch wird. Wenn der Druck zu hoch wird, dann hält das Gerät in der Form nicht an. Das heißt, ich habe mit beiden Geräten auch mal versucht, mit ungefähr der gleichen Kraft, mit richtig Power zu drücken von wegen. Und dann stoppt das Gerät und dann kann man das Gerät erstmal für ein paar Sekunden nicht wieder anschalten. Das heißt, es ist irgendein so Überlastschutz von wegen. Es ist nur nicht mal, dass es stoppt und dann kann man wieder weiter arbeiten. Und so habe ich dann hier auch versucht, die Naht noch einzuebnen. Dann war aber irgendwann Schluss mit dem Gerät. Dann heißt, das hat sich immer mehr abgeschaltet und dann war der Akku halt leer. Das ist jetzt natürlich so eine Sache von wegen, das Parkside-Gerät hat im Prinzip mit dem Akku, den ich da eingebaut habe, 50% mehr Akkuleistung. Da muss ich dann jetzt halt auch mehr von erwarten. Ich habe noch mal so ein paar Mal hier versucht, noch mal die Reste aus dem Akku rauszuholen bei dem Einhellgerät und dann habe ich das Ganze mit dem Parkside-Gerät weiter eingeebnet. Das heißt, hier ist noch ein Stück übrig geblieben. Das habe ich eingeebnet und dann wollte ich natürlich gucken, was ist bei dem Parkside-Gerät noch drinnen. Ich habe dafür jetzt einfach nochmal mein Edelstahl-Flachmaterial geopfert, habe hier einen Trennschnitt nach dem anderen gemacht. Das heißt, wir haben hier eine größere Akkukapazität bei dem Parkside-Gerät und müssen dementsprechend natürlich auch mehr Schnitte ausführen können. Beste Performance an dem Tag hat wieder mal die Trennscheibe, also diese Klingspor 1,2 mm Trennscheiben, die sind der absolute Hammer. Muss man ganz ehrlich sagen, egal mit welchem Gerät, mit denen kann man wirklich vernünftig arbeiten. Ein Trennschnitt nach dem anderen. Irgendwann ist natürlich bei Parkside auch die Luft raus. Akkukapazität ist bei dem Gerät größer, das heißt, ich habe 50% mehr Akkukapazität zu den 5,2 Ampere-Stunden ungefähr. Und darum muss das Gerät natürlich auch 50% mehr schaffen. Es schafft deutlich, deutlich mehr. Ich habe hier 13 Trennschnitte geschafft mit dem Flachmaterial, habe die halbe Naht eingeebnet und habe die andere Hälfte von dem Einhellgerät noch mit eingeebnet. Also das ist schon deutlich, deutlich mehr als das Doppelte, was ich mit dem Parkside-Gerät gemacht habe. Ich hatte das Ganze mal als Umfrage bei YouTube gestellt und da haben viele gesagt, versucht das mal. Da haben viele gesagt, das Einhellgerät ist besser und. Darum bin ich aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, habe das Geld in der Hand genommen. Ich habe jemanden, der übernimmt das Gerät, das Einhellgerät, also das ist nicht weggeschmissen. Aber in dem Fall von wegen, ja, wie gesagt, der Test, denke ich mal, ist aussagekräftig, muss jeder für sich selber entscheiden. Geräte verlinke ich hier unter, ganz kurz vorm. Das Einhellgerät habe ich mir gekauft, das Parkside-Gerät wurde mir mal als Muster zur Verfügung gestellt. Wenn man so einen großen oder relativ großen YouTube-Kanal wie ich betreibt, dann kriegt man immer das eine oder andere Muster. Ich habe versucht, das trotzdem so objektiv wie möglich zu gestalten. Ich kriege hier von keinem in irgendeiner Form Geld oder nehme von irgendwem Geld oder ähnliches. Ich habe verschiedene Videos, wo Parkside-Geräte auch relativ schlecht abschneiden, beziehungsweise wo andere Geräte deutlich besser abschneiden. Also ich denke mal, ich bemühe mich da immer sehr, sehr objektiv zu sein. Ich hoffe, das Ganze war für euch interessant. Wenn euch noch andere Winkelschleifer, Tests oder Vergleiche interessieren von wegen, dann bin ich gerne bereit, mir da nochmal versuchen, irgendwas in irgendeiner Form zu besorgen und da nochmal das Ganze zu testen von wegen. So ein Bosch Akku-Winkelschleifer habe ich früher auch schon mal in der Hand gehabt, die sind auch sehr, sehr gut, das würde mich auch mal interessieren natürlich. Ich glaube, Milwaukee ist teilweise nicht schlecht, ja, ansonsten könnt ihr ja einfach mal eine Kommentare schreiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, Geräte verlinke ich hier unter. Bis dann, euer Manni.